Wir sind Jessie und Roberto und nach einem Jahr Vollzeitreisen durch Europa erkunden wir nun Kanada. Leider haben wir aber nach nur 500 Kilometern einen herben Rückschlag erlitten und stecken nun in Moncton fest. Leider haben wir jetzt nochmals schlechte Neuigkeiten bekommen. Es gilt, die Zuversicht nicht zu verlieren und wie immer das Beste aus jeder Situation zu machen. Wie sich alles entwickelt und ob wir mit unserem Optimismus recht behalten, das wird sich zeigen. Hallo und willkommen zu diesem neuen Vlog. Leider starten wir gerade noch nicht so viel besser, als wo wir letztes Mal aufgehört haben, aber Hoffnung besteht. Ich bin nämlich auf dem Weg zur Werkstatt. Um 1 Uhr dürfen wir vorbeikommen und dann werden sie uns im Laufe des Nachmittags einschieben. Ich fahre allerdings alleine, denn Roberto liegt immer noch im Bett. Der kuriert sich aus, hoffentlich geht es ihm bald so weit gut, ja, dass wir unsere Reise fortsetzen können. Ich nehme jetzt aber heute mal das Thema Jimmy in Angriff und hoffe, dass die Werkstatt uns helfen kann. Ich habe gerade vorher nochmal nachgesehen. Das Leck hat sich seltsamerweise ja nicht aufgelöst, aber es leckt viel weniger. Also es kommt viel weniger Flüssigkeit raus. Also haben wir auf der einen Seite Hoffnung, aber auf der anderen Seite wollen wir nicht, dass dann irgendwo in der Pampa draußen vielleicht mal das Problem so richtig auf uns reinfällt. Also wollen wir das jetzt richtig durchchecken lassen und ja, hoffen, dass wir das Problem auch beheben können. Also, jetzt geht's erstmal zur Werkstatt. Und da wären wir jetzt. Mal sehen, gehen wir gleich mal rein. Jetzt haben wir jetzt gerade Jimmy auf die Hebebühne gebracht und ich gehe gleich mal nachsehen, wie es aussieht. Jimmy ist jetzt keine 10 Minuten da oben und ja, der Mechaniker, der ihn sich angesehen hat, meinte, das muss ein Dichtungsring sein und zwar wahrscheinlich genau der im Lagerdeckel drin ist. Jetzt schaut er mal kurz nach, wie es mit Teilen aussieht, aber er meinte, das zu ersetzen sollte sehr einfach sein. Die Frage ist nur, ob das bei Mercedes direkt so möglich ist, denn Mercedes verkauft eventuell nur die ganze Steckwelle als ein Stück. Er schaut das jetzt mal kurz nach und dann sehen wir, wie es aussieht. Aber das ging so richtig schnell. Er meinte zwar gut, dass es die erste Werkstatt nicht auseinandergenommen hat, denn sonst hätten sie es vielleicht nicht mehr zusammengekriegt. Ja, also wenn sich so leicht beheben lässt, dann ja, wäre das wirklich super. It's like don't fall. Not now. Yeah, exactly. Ach, die Kanadier sind einfach so freundlich. Ich muss es wieder sagen. Jeremy war der Mechaniker, der an unserem Auto gearbeitet hat. Er hat mir alles erklärt und hatte auch Geduld für meine Fragen, denn ja, ich verstehe ja nicht so viel von den Dingen, also musste er ein bisschen weiter ausholen. Und ja, super. Jetzt gehe ich gleich rein und sehe, wie es mit den Teilen aussieht. Ah, ich sehe gerade, da kommt Jimmy schon raus. Ja, und jetzt sehen wir, wann die Teile hier sein könnten. Anscheinend fehlt wirklich nur ein Dichtungsring, der kaputt ist. Also, es hat sich bestätigt. Es ist ein Dichtungsring im Lagerdeckel. Es ist windig, ich rede drinnen. Also es war tatsächlich der Dichtungsring im Lagerdeckel, wie es eigentlich schon die Dodge-Werkstatt damals vermutet hatte. Und ja, das Teil wird jetzt mal eingeflogen. Hier in Kanada sind die Distanzen ja ein bisschen länger und das zentrale Lager von Mercedes ist in Toronto. Also ja, das normal hierher zu kriegen würde fast eine Woche dauern oder noch länger. In letzter Zeit gibt es Verzögerungen, darum wird das jetzt eingeflogen. Und ja, mit ein bisschen Glück kam die Bestellung gerade noch rechtzeitig raus und das Teil ist morgen schon da. Spätestens übermorgen sollte es dann da sein und das sind natürlich grandiose Neuigkeiten für uns. Die schieben uns dann wieder rein irgendwie und dann ersetzen sie das. Ja, es sind endlich mal wieder gute Neuigkeiten. Und ja, jetzt warte ich einfach, dass sie anrufen und Bescheid geben, dass das Ding da ist. Das Teil selbst kostet $25. Also es ist eigentlich ein Witz, aber ja, dazu kommen noch etwa 2 Stunden Arbeit dann fürs Ersetzen. Und heute die Diagnose hat auch schon mal $200 gekostet. Ja, ist halt so.
dafür wird Jimmy auch wieder wirklich fahrtüchtig. Das ist, würde ich sagen, sehr viel wert. Ich schaue jetzt mal wieder, wie es Roberto geht, fahre zurück, gehe noch unterwegs einkaufen und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn ich wieder zur Mercedes fahre. Bevor wir hier gleich mit dem Video weitermachen, erzähle ich euch kurz etwas über meine Morgenroutine. Seit einigen Monaten schon nutze ich jeden Morgen nämlich mein Athletic Greens und ich kann auch über die Langzeit bestätigen, dass es einen sehr positiven Effekt auf mich hat. Ich kämpfe ja nämlich vor allem mit feinem Haar und auch ein bisschen Haarausfall und da hat es mir sehr geholfen, dass ich meinen Nährstoffhaushalt durch AG1 ergänzen kann. Athletic Greens ersetzt natürlich keine ausgewogene Ernährung, aber es kann helfen, Nährstofflücken zu schließen, denn es enthält 75 verschiedene Vitamine, Mineralien, Botanicals und weitere Inhaltsstoffe. Und diese werden zum Teil sogar aus echten Lebensmitteln gewonnen und sind somit auch für den Körper verträglicher. Dabei hilft natürlich auch die Pulverform. Und das Anmischen ist auch ganz einfach. Ich nehme einen Messlöffel des Pulvers, tue ihn in den Shaker, dazu etwa 2,5 Deziliter Wasser, einmal kräftig durchschütteln und das war's auch schon. Ja, es stimmt schon, der Geschmack von Nahrungsergänzungsmitteln ist vielleicht nicht für jeden, aber auch ich habe mich sehr schnell an den von AG1 gewöhnt und man kann es ja auch mit Fruchtsäften kombinieren oder auch das Pulver in einem Smoothie anrühren. Neukunden erhalten übrigens diese Edelstahl-Vorratsbox und den Shaker gratis mit dazu und beim Abschluss eines Abos gibt es auch noch 5 Travel Packs für unterwegs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2-Tropfen. Außerdem gibt es auch noch eine 60-Tage-Zufriedenheitsgarantie und das ist doch ein gutes Argument. Ihr findet alle Infos und den Link unten in der Videobeschreibung. Schaut doch unbedingt vorbei, wenn ihr auf der Suche nach einem Nahrungsergänzungsmittel seid. Und wir machen jetzt hier mit dem Video weiter. Ja, nach einigen Tagen melde ich mich auch mal wieder. Ja, mir geht es mittlerweile besser. Und ja, dafür ist die Jessie leider krank geworden. Irgendwie läuft alles zurzeit ein bisschen schief. Aber ja, was soll's. Wir haben in der Zwischenzeit auch unser Airbnb gewechselt. Und ja, der Termin beim Mechaniker mussten wir auch verschieben, weil wir uns einfach nicht gut gefühlt hatten. Und ja, aber heute ist es soweit. Wir fahren jetzt mal zu Mercedes. Die Teile sollten dort sein und ja, wir hoffen, dass sie das Problem lösen können. Die Schlüssel konnte ich jetzt abgeben. Die schauen jetzt mal, wenn sie Zeit haben. Ich werde hier am Laptop was arbeiten. Und ja, die sind hier wieder mal so freundlich. Die haben mir angeboten, mich in die Stadt zu fahren. Aber ich bleibe jetzt einfach mal hier und ja, bringt dir nichts hin und her zu fahren. Mittlerweile wurde Jimmy in die Werkstatt reingefahren, also die arbeiten schon dran. Sollte ja 2-3 Stunden dauern, bis es fertig ist. Ja, wir dürfen heute leider nicht drin aufnehmen, ist auch kein Problem. Und ja, somit werde ich wieder zum Laptop gehen und ja, weiter am Video schneiden. Leider haben wir jetzt nochmals schlechte Neuigkeiten bekommen, denn beim Auseinandernehmen ist ihnen aufgefallen, dass neben dem Dichtring vom Lagerdeckel noch andere Sachen kaputt sind. Ja, diese Teile kann man leider nicht einzeln bestellen, also man muss ein komplettes Reparaturset bestellen. Das haben sie leider nicht hier vor Ort, das muss aus Toronto eingeflogen werden und das dauert natürlich ein paar Tage. Also wir werden noch die nächsten paar Tage hier in der Gegend verbringen. Ziemlich mühsam, aber ist halt so wie es ist. Wir nutzen die Zeit, um gesund zu werden und ja, das Beste draus zu machen, denn ja, die letzten Tage waren sehr schlecht, würde ich jetzt mal so sagen. Wir versuchen immer noch das Positive draus zu sehen, aber ja, ist schon nervig, wenn man ja, über 2 Wochen dann letztendlich an einem Ort festhängt, nachdem die Reise gerade angefangen hat. Aber ja, ist halt so wie es ist. Ja.
Guten Morgen. Morgen. Wieder von uns beiden. Wir sind beide wieder ziemlich fit, würde ich sagen. Ja. Und heute ist auch wieder einer der Tage, wo wir bei der Mercedes sind. Wenn wir Glück haben, der letzte. Es liegen noch mal ein paar Tage dazwischen. Es hat sich ein bisschen gezogen mit den Teilen, bis die gekommen sind. Aber jetzt sind sie hier und sie meinten auch schon, wir können ihnen gleich den Schlüssel geben und sie nehmen ihn gleich mit nach hinten in die Garage. Also ja, der Tag fängt gut an. So sehen wir aus, wenn unser Auto wieder fit für die Straße ist. Endlich! Jimmy steht schon wieder draußen und ist ready für die Straße. Wir haben eine lange Liste bekommen mit Sachen, die gemacht wurden. All das wurde gemacht. Ja, dazu aber später mehr. Jetzt wollen wir endlich wieder losfahren und wir machen gleich ein bisschen Strecke. Wir fahren nach Hopewell Rocks. Ja. Und ich würde sagen, wir fahren gleich los. Wir sind jetzt unterwegs schon an mehreren Stellen vorbeigefahren, wo es Holz zum Verkaufen gibt, aber so an so Ständen, wo man halt selber Geld in die Kasse reinwirft. Und ja, es kostet $4 ein Bündel und jetzt haben wir gesagt, wir halten kurz an und nehmen so ein Bündel, denn ja, wenn wir Glück haben, können wir heute Abend vielleicht Lagerfeuer machen. Ich habe die $4 schon rausgesucht und Roberto sucht jetzt, oder sieht aus, als hätte er es schon gefunden, so eine Gummischnur oder ein Seil, wie wir das dann hinten befestigen können an unserer Heckbox. Was meinst du? Ja, wir müssen kurz schauen, welches wir nehmen, aber ja, gut, das ist auch trocken. Sehr gut. Ja, aber es hat noch mal geregnet zwischendurch. Ich glaube, das hier wäre doch, glaube ich, recht gut, oder? Ja, passt. Ja. Das passt perfekt hier. Ja, sehr gut. Die Box genau richtig gemacht. Müssen wir nur sehen, dass wir das richtig befestigen. Das sollte halten und los geht's. Wir waren eigentlich unterwegs woanders hin, aber das Wetter hat sich gerade wieder so richtig schön aufgetan. Und gemäß der Zeittabelle sind wir gerade richtig. Und wir erzählen euch gleich, wo wir hier sind. Ich habe unseren Vorratsschrank geplündert und ich habe das hier gefunden. Das sind noch so Müsli-Riegel aus der Türkei. Klar, das ist schon ein paar Monate her, aber sie sind richtig lecker. Ich bin gerade richtig froh, dass wir die noch haben. Übrigens, wir befinden uns hier bei Hopewell Rocks und hier passiert alle 6 Stunden etwas Magisches. Magie ist es eigentlich nicht so wirklich, aber es ist ja manchmal wirklich unglaublich, was die Natur leisten kann. Hier an dieser Stelle insbesondere finden die weltweit größten Tiden statt. Es sind bis zu 14 Meter, die die Unterschiede zwischen Ebbe und Flut betragen. Und die Landschaft ändert sich natürlich dementsprechend extrem. Jetzt gerade sinkt das Wasser wieder, also können wir uns auch unten am Meeresboden oder am Strand bewegen und das machen wir jetzt.
Wow, das sieht so eindrücklich aus. Wir waren vor ein paar Stunden schon mal hier und wie es da ausgesehen hat, blenden wir euch kurz ein, denn wie es jetzt aussieht, ist auch nochmals richtig cool. Wir warten noch ein bisschen, bis das Wasser noch ein bisschen weiter weggeht und dann geht es für uns runter. Unglaublich, hier hinten sieht man schon, wie weit das Wasser bereits zurückgegangen ist und dabei sind wir gerade mal in der Hälfte der Zeit, bis es wirklich zum tiefsten Punkt kommt. Das ist unglaublich und der Schlamm, wenn man genauer hinsieht, sieht man da ganz viele Tiere drin krabbeln und man darf den Schlamm auch nicht betreten, gerade eben aus Naturschutzgründen und also es ist faszinierend. Krass aus. An diesen Felsen sieht man sehr gut, wie hoch das Wasser kommt, wenn Flut herrscht. Jetzt natürlich bei Ebbe ist das Wasser weg, aber ja, hier sieht man das sehr gut und ich erzähle euch natürlich auch, wie das entsteht. Vor Ewigkeiten waren hier starke Ströme und die haben hier verschiedene Sedimente abgelagert und diese werden jetzt langsam wieder abgetragen. Das heißt eigentlich, die oberen Teile werden langsam durch Regen und Wind abgetragen und die unteren Teile, da wo es eben so schmal ist, geht das viel schneller durch die Tiden oder die Gezeiten. Ist richtig frisch geworden und hier sieht man, wie hoch das Wasser kommt. Ja, sehr beeindruckend hier. Aber wir müssen jetzt wieder zurück zum Van laufen, denn erstens, es wird richtig frisch und wir müssen uns noch einen Schlafplatz für heute Abend suchen. Ja, leider sind wir wirklich Off-Season, das heißt, hier kommt kein Wasser raus, aber ist natürlich eine gute Sache, wenn man da mit schlammigen und salzigen Schuhen rauskommt. Aber die Bürsten funktionieren auch so.
gestern haben wir nicht mehr so viel gemacht. Wir sind an den Schlafplatz gefahren und haben uns da noch mit 2 Belgiern verquatscht, die wir vorher kennengelernt hatten. War also richtig gemütlich und ja, wir treffen uns sicher irgendwo auf der Reise wieder. Jetzt sind wir die Küste noch ein Stückchen weiter gefahren und sehen uns hier einen Leuchtturm an. Mal sehen, wie das wird. Es ist ganz schön windig, darum halte ich mich kurz. Auf jeden Fall sind wir hier am Cape Enragé oder so ähnlich. Und ja, leider hat hier die Saison auch noch nicht begonnen, darum können wir nicht bis ganz an den Leuchtturm. Aber auf jeden Fall ist es nicht irgendein Leuchtturm, sondern der älteste vom Festland in dieser Provinz in New Brunswick. So, und jetzt gehen wir zurück in den Van. Also ich glaube, wir müssen auch erst wieder richtig fit werden. So, das Bergaufgehen ist doch ganz schön anstrengend. Ja, das war jetzt nicht so das riesige Highlight, aber ja, wir fanden es ganz hübsch und ja, wahrscheinlich kommt es bei Ebbe noch viel besser zur Geltung, wenn da wirklich kilometerweise Schlamm und Matsch ist statt Wasser. Aber ja, wir sind einfach froh, wieder unterwegs zu sein, das ist für uns die Hauptsache und darum freuen wir uns auch über solche Sachen. Ja, nach den letzten 2-3 Wochen ist es richtig wieder toll, unterwegs zu sein und ja, einfach sich in der Natur aufhalten zu können, ja, tut richtig gut. Ja. Ja, und noch eine Sache wollten wir euch sagen. Das ist die Rechnung. Einiges wurde gemacht, also der ganze Reparatursatz für die Achse wurde erneuert. Ja, Arbeitsstunden, sonstige Teile und insgesamt hat das $1.700 gekostet. Ja. Inklusive natürlich der Diagnose, die sie am Anfang gemacht hatten. Leider ist das Problem aber noch nicht ganz aufgehoben, denn ja, anscheinend ist noch ein Sensor kaputt. Den hatten sie nicht bestellt. Das würde nochmals ein paar Tage dauern und ja, weshalb wir uns jetzt einfach entschieden haben, weiterzufahren und den Sensor dann in Toronto wechseln zu lassen. Ja. Denn von dort kommen auch alle Ersatzteile. Und ja, wir können fahren, wir können uns frei bewegen und somit ja, passt das schon, oder? Ja, ich glaube, wir sind einfach froh, wieder unterwegs zu sein, ja. Auch wenn da noch eine kleine Macke ist, aber ja, es ist sicher zu fahren, das ist das Wichtigste. Genau. So, und apropos fahren, wir fahren jetzt weiter. Hier in der Nähe ist ein Nationalpark, den wir uns nicht entgehen lassen wollen. Das seht ihr aber im nächsten Video. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder. Genau, da gibt es wieder ein bisschen mehr von Kanada. Bis dann. Bis dann.